Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now in verse 13, he brings us another picture to make us understand this truth. In Vers 13 bringt er uns ein weiteres Bild, um uns diese Wahrheit zu verdeutlichen. Don't you know that the priests employed in sacred duty in the temple are provided by the temple's resources? Wisst ihr nicht, dass die Priester, die im Tempel einen heiligen Dienst tun, aus den Mitteln des Tempels versorgt werden? And then he says, and the priests who serve at the altar receive a portion of the offerings. Dann sagt er, und die Priester, die am Altar dienen, einen Teil der Opfergaben erhalten. So Paul is showing that God has established this principle that those who serve him have to be supported by those who are served. Paulus zeigt, dass Gott seinen Grundsatz aufgestellt hat, dass diejenigen, die ihm dienen, von jenen unterstützt werden müssen, denen sie dienen. And that's what he says in verse 14. In Vers 14 sagt er das. In the same way, the Lord has directed those who proclaim the gospel to receive their living by the gospel. Genauso hat der Herr diejenigen, die das Evangelium verkünden, angewiesen, ihren Lebensunterhalt durch das Evangelium zu erhalten. Do you know, many times Viele Male. I've done that when I was involved in leadership in churches too. Habe ich das getan, als ich auch in der Gemeindeleitung tätig war. I've simply said when we had somebody there who was a teacher or a preacher or some Christian minister. Ich sagte einfach, wenn wir jemand da hatten, der Lehrer oder Prediger oder ein christlicher Diener war, I said, here is what we do. wir machen Folgendes. And I told them that ahead. Das sagte ich ihnen vorher. I said, look, when you come and minister, we will take an offering and it will be your offering. Ich sagte, wenn du kommst und deinen Dienst verrichtest, nehmen wir ein Opfer ein und es wird dein Opfer sein. Are you willing to come under these conditions? Bist du bereit, unter diesen Bedingungen zu kommen? Oh my goodness, I've experienced so much in the Christian world. Meine Güte, ich habe schon so viel in der christlichen Welt erlebt. You know, I've experienced some who get actually upset about this because they want a set amount before they even have preached. Ich habe erlebt, dass sich manche darüber aufgeregt haben, weil sie einen festgelegten Betrag haben wollen, bevor sie überhaupt gepredigt hatten. But think, Aber überleg mal, if the Christian world would really understand and believe this principle, wenn die christliche Welt dieses Prinzip wirklich verstehen und glauben würde, then wouldn't it be the most biblically correct way to do it this way? wäre es dann nicht der biblisch korrekteste Weg, es auf diese Weise zu tun, That the one who shares the word of God, dass derjenige, der das Wort Gottes weitergibt, we just tell to the ones he shared, okay, now you give to him who shared. You choose what you give. denen, an die er es weitergegeben hat, einfach sagt, okay, jetzt gebt ihr dem, der das Wort Gottes weitergegeben hat. The Bible teaches that you should share with them. So now go ahead and share. Und du entscheidest, wie viel du gibst. Die Bibel lehrt, dass du mit ihnen teilen sollst. Also geh jetzt und teile. And I said to people, whatever people give you, that's yours. Ich habe den Leuten gesagt, was immer die Leute euch geben, das gehört euch. That would be the biblical correct way. Das wäre der biblisch korrekte Weg. But because Christianity has become such a strange religious thing and not a true living Christian life, Aber weil das Christentum so eine seltsame religiöse Sache geworden ist und kein echtes gelebtes christliches Leben, this is not even lived anymore. wird das gar nicht mehr gelebt. You know, think if, in fact, I was a little sneaky sometimes. Ich war manchmal ein bisschen hinterlistig. You know, when then some preacher said, no, I don't want it. What if the people are not generous? Wenn dann manche Prediger meinten, nein, das will ich nicht. Was ist, wenn die Leute nicht großzügig sind? I said, listen, if you preach well, they will pay well. If you don't preach well, you're not supposed to get paid well. Sagte ich, wenn du gut predigst, werden sie dich gut bezahlen. Wenn du schlecht predigst, wirst du nicht gut bezahlt werden. But look, it's very interesting that the Bible talks about something so practical and so natural in yet such a clear way. Es ist sehr interessant, dass die Bibel über etwas so Praktisches und Selbstverständliches auf so klare Weise spricht. Yet Paul again says that he doesn't want it, even though it's his right. Und doch sagt Paulus wieder, dass er es nicht will, obwohl es sein Recht ist. As for me, I've preferred to never use any of these rights for myself. Was mich betrifft, so habe ich es vorgezogen, keines dieser Rechte für mich in Anspruch zu nehmen. And then he says in verse 15, Dann sagt er in Vers 15, and keep in mind that I'm not writing all this because I'm
hinting that you should support me. Und denkt daran, dass ich das alles nicht schreibe, weil ich andeuten will, dass ihr mich unterstützen sollt. See, I told you in the beginning that Paul's motive never was to get their support. Ich habe dir am Anfang gesagt, dass Paulus nie das Ziel hatte, ihre Unterstützung zu bekommen. Paul, why do you tell them if you don't even want their support? Paulus, warum sagst du es ihnen, wenn du ihre Unterstützung gar nicht willst? A Brazilian would say na poise. Ein Brasilianer würde sagen, Poise. You see, well, Paul, you're talking about all of this. You say it's biblical, it's right, God ordained it. Now you said you don't want it. Paulus, du sprichst über all das. Du sagst, es ist biblisch, es ist richtig, Gott hat es so bestimmt. Und nun sagst du, du willst es nicht. You know, it is so important to establish the clear principles that the Bible teaches us. And then we live by an even greater example. Es ist so wichtig, dass wir die klaren Grundsätze aufstellen, die uns die Bibel lehrt, und dann nach einem noch größeren Vorbild zu leben. Paul had his life proved that his heart was so pure. That's why he had such an authority to teach it. Paulus hat mit seinem Leben bewiesen, dass sein Herz so rein war, dass er eine solche Autorität hatte, dies zu lehren. You know, are these principles true and spiritual and biblically? Yes, they are. Sind diese Grundsätze wahr, geistlich und biblisch? Ja, das sind sie. Do they need to be taught more in the church? I believe they do. Müssen sie in der Gemeinde mehr gelehrt werden? Ich glaube schon. But you know what is my personal belief? And that's only my belief. It might be totally not in your agreement. Weißt du, was ich persönlich glaube? Das ist nur meine Überzeugung. Es mag sein, dass du damit überhaupt nicht einverstanden bist. I believe the reason why many Christians have closed their hearts to this biblical truth Ich glaube, der Grund, warum viele Christen ihre Herzen vor dieser biblischen Wahrheit verschlossen haben, is because even though it's in the Bible, Jesus himself established it and so did Paul, liegt darin, dass sie zwar in der Bibel steht, von Jesus selbst und auch von Paulus begründet wurde, many of those who taught this truth taught it with different and false motives. aber viele von denen, die diese Wahrheit lehrten, sie mit anderen und falschen Motiven lehrten. And this is what has made things many times very sad in Christianity. Das hat viele Dinge im Christentum sehr unschön gemacht. I have always said to leaders and pastors, Ich habe Leitern und Pastoren immer gesagt, you cannot preach generosity if you are not more generous than every other member in your church. du kannst nicht Großzügigkeit predigen, wenn du nicht großzügiger bist als jedes andere Mitglied in deiner Gemeinde. And that applies to every area of your life. Dies gilt für jeden Bereich deines Lebens. Whatever any preacher or teacher teaches, they must put an effort into it to live it even more. Was auch immer ein Prediger oder Lehrer lehrt, er muss sich bemühen, es selbst noch mehr vorzuleben. Then it's authentic gospel. Dann ist es ein authentisches Evangelium. See you tomorrow. Bis morgen.